Hallo meine Freunde, hola Madridistas, 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte, alleiniger Tabellenerster. Und trotzdem geht es Real Madrid so wie mir. Oder, wenn ich die Kommentare unter meinem letzten Video lese, geht es Real Madrid so wie vielen von euch. Real Madrid hat es satt. Real Madrid hat den Glauben an dieses Schiedsrichterwesen komplett verloren. Und nachdem Real Madrid in Spanien fast alles getan hat, was in ihrer Macht lag, mit Videos über die Fehler der Schiedsrichter, mit einem offiziellen Kommuniqué, was um die Welt ging, mit Problemen und Gesprächen mit dem CTA, und nachdem Real Madrid dem neuen Präsidenten des CTA 4 Spieltage Zeit gegeben hat und gesehen hat, es ist ja noch schlimmer als letztes Jahr, zieht Real Madrid die Reißleine und wendet sich an die FIFA. Was das genau bedeutet, darüber reden wir im Video. Und währenddessen gibt das CTA zu, dass die Aktion von Hausen keine rote Karte hätte sein sollen. Wen wundert's? Aber Konsequenzen für den Schiedsrichter soll es trotzdem nicht geben. Viel Spaß beim Video. Nach nur 4 Spieltagen in der neuen Saison explodiert Real Madrid. Und das absolut zu Recht. Real Madrid hat gestern auf ihrem offiziellen Kanal Real Madrid TV angekündigt, dass sie ein Dossier mit den Schiedsrichterfehlern der ersten 4 Spieltage und der gesamten letzten Saison an die FIFA schicken wird. Hören wir da zusammen einmal rein. Wir sind stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat, aber man muss wirklich über die bedauerliche Schiedsrichterleistung sprechen, unter der Real Madrid leidet, nicht nur in dieser Saison, in diesen 4 Spielen, sondern in all den vergangenen Saisons. Ich sage es euch als Informationen von Real Madrid, die einen Bericht über alles, was in diesen ersten 4 Spieltagen der Liga und in der vergangenen Saison passiert ist, vorbereiten. Ein Dossier, dieser Bericht, der an die FIFA weitergeleitet wird, damit man genau zur Kenntnis nimmt, was im spanischen Fußball geschieht. Das heißt, Real Madrid bereitet ein Dossier über das vor, was aus schiedsrichterlicher Sicht in diesen ersten 4 Spieltagen der Liga sowie in der vergangenen Saison passiert ist, und wird es der FIFA vorlegen, damit zur Kenntnis genommen wird, was im spanischen Fußball in Bezug auf die Schiedsrichterei geschieht. Und falls unter euch noch irgendjemand ist, der nicht versteht, warum Real Madrid es macht, noch einmal eine ganz simple Erklärung. Vor gut 2 Jahren ist herausgefunden worden, dass der FC Barcelona über 20 Jahre lang den Vizepräsidenten der spanischen Schiedsrichter bezahlt hat. Über 8,4 Millionen Euro. Dieser Mann, der die Karriere der spanischen Schiedsrichter mitentschieden hat, der entschieden hat, welche Schiedsrichter in die erste Liga aufsteigen und welche Schiedsrichter, die ihm und anscheinend seinem Geldgeber, dem FC Barcelona, nicht so gepasst haben, welche Schiedsrichter absteigen. Und diese Schiedsrichter, die unter diesem korrupten Vizepräsidenten aufgestiegen sind, pfeifen bis heute in der spanischen Liga. Dies wäre in jedem anderen seriösen Land auf dieser Welt undenkbar. Und Real Madrid kann beweisen, dass während dieser 20 Jahre jede einzelne Schiedsrichterstatistik so extrem ausgeschlagen hat zugunsten des FC Barcelona und gegen Real Madrid, dass kein Statistiker auf dieser Welt diese Zahlen erklären kann. Und trotz alledem keine Konsequenzen, keine Säuberung. Die Schiedsrichter pfeifen bis heute. Und Real Madrid beschwert sich seit Jahren darüber, möchte logischerweise, dass diese Schiedsrichter, die ihre Karriere aufgrund eines Mannes gemacht haben,
der vom FC Barcelona bezahlt wurde, dass diese Schiedsrichter nicht als Unparteiische heute noch Entscheidungen in der ersten Liga treffen. Und da unter dem neuen Schiedsrichterpräsidenten sich in den ersten 4 Spieltagen trotzdem nichts geändert hat, zieht Real Madrid die Reißleine und wendet sich an die FIFA. Sie wendet sich an die FIFA wegen der Fehler in den ersten 4 Spieltagen und auch wegen der Fehler der letzten Saison. Wahrscheinlich könnten sie Fehler der letzten 20 Saisons aufzeigen, die Statistiken etc. pp. Viele von euch wundern sich, warum der letzten Saison. Ich sage immer wieder, Real Madrid hat letzte Saison grottenschlechten Fußball gespielt. Der FC Barcelona ist letzte Saison meiner Meinung nach verdient spanischer Meister geworden. Haben den attraktiveren, schöneren, erfolgreicheren Fußball gespielt. Das sage ich als Madrid-Fan, ohne dass mir ein Zacken von der Krone abbricht. Trotz alledem dürfen wir nicht vergessen, dass am 21. Spieltag Real Madrid 7 Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona hatte. 17 Spieltage vor Schluss. Und dann kamen die 3 berühmten Spieltage, an denen die Schiedsrichter die spanische Meisterschaft entschieden haben. Zunächst einmal das Spiel gegen Espanyol Barcelona. Ich glaube, die dunkelroteste Karte der letzten Jahre, die der Spieler von Espanyol Barcelona nicht bekommen hat, obwohl er mit gestrecktem Bein in die Kniekehle von Kylian Mbappé gesprungen ist. Und wie das Schicksal es so wollte, hat ausgerechnet dieser Spieler, Romero hieß er, wenn ich mich nicht täusche, in der 90. Minute, kurz vor Schluss, den Siegtreffer für Espanyol Barcelona gemacht. Danach das Heimspiel gegen Atletico Madrid, wo Atletico Madrid einen Bluetooth-Elfmeter bekommen hat für einen Foul, wo Tchouaméni meiner Meinung nach den Gegner noch nicht mal richtig getroffen hat. Ja, und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, das dritte Spiel war das berühmte Spiel in Osasuna, wo der Schiedsrichter in der ersten Viertelstunde 3 klare Elfmeter für Real Madrid nicht gegeben hat. Dann Jude Bellingham eine rote Karte gegeben hat. Und dann auch noch Osasuna einen Elfmeter gegeben hat. Ja, in den 3 Spieltagen wurde Real Madrid die Punkte genommen, der FC Barcelona durfte vorbeiziehen und danach wurde der FC Barcelona, war der uneinholbar. Ja, das ist der Grund, warum Real Madrid auch explizit letzte Saison mit in dieses Dossier nimmt. Und wenn wir nur einmal diese Saison anschauen, wir reden über 4 Spieltage und jede Entscheidung ist entweder gegen Real Madrid oder für die Konkurrenz getroffen worden. Wir können einmal Spieltag für Spieltag durchgehen. Der erste Spieltag, das berühmte Spiel in Mallorca vom FC Barcelona. Als die Blaugrana 1:0 führten, macht Ferran Torres das 2:0, obwohl Raillo, der Innenverteidiger von Mallorca, 7-8 Sekunden vorher am Kopf getroffen wurde und kopfunter im Gras liegt. Der Schiedsrichter Montuera Montero hatte die Pfeife schon im Mund und entscheidet sich dagegen zu pfeifen. Das Tor hat gezählt, der FC Barcelona hat gewonnen. 3 Wochen später sagt das CTA, das Spiel hätte unterbrochen werden müssen. Ändert das irgendetwas, dass das CTA diesen Fehler zugibt? Nein. Kriegt der FC Barcelona die Punkte abgezogen oder Mallorca gutgeschrieben? Nein. Es bringt nichts. In dem gleichen Spiel wurde übrigens auch ein Spieler von Mallorca nach kürzester Zeit mit Gelb-Rot vom Platz geschmissen. Und Rafinha hat für dieses Horror-Einsteigen keine rote Karte bekommen. Das war allein der erste Spieltag. Am zweiten Spieltag geht Real Madrid davon aus, dass Franco Mastantuono in Oviedo einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Meiner Meinung nach ist das sogar noch okay, dass der nicht bekommen wurde. Aber Real Madrid sagt, das hätte einen Elfmeter geben können. Ich kann jeden Fan verstehen, der mir sagt, Mario, das ist ein klarer Elfer. Dann kommen wir zum dritten Spieltag, der meiner Meinung nach schon den Vogel abgeschossen hat. Real Madrid wurden 3 Tore aberkannt. Allgemein, Real Madrid hat in dieser Saison bereits 12 Tore gemacht, von denen 4 aberkannt wurden. Jedes dritte Tor von Real Madrid wird aberkannt. Auf jeden Fall wurden Real Madrid 4 Tore aberkannt, 3 davon wegen Abseits. Und jedes Mal, wenn das VAR intervenieren muss bei einer knappen Abseitsentscheidung, fällt zufälligerweise die Entscheidung immer gegen Real Madrid. Wir wissen, dass den berühmten Frame
der Schiedsrichter im VAR-Zimmer setzen kann, wie er will. Real Madrid sagt, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet bei Real Madrid der VAR-Raum immer 5 bis 8 Minuten braucht oder noch länger, bis wir endlich diese Wiederholung sehen. Und selbst in dieser Wiederholung werden uns irgendwelche Menschen vorgeführt und es wird uns nicht genau gezeigt, wann ist der Ball, wann wird der vom Spieler gepasst, wann läuft der Stürmer von Real Madrid los. Jedes Mal hauchdünn gegen Real Madrid. Genauso wie Real Madrid, viele Fans von uns glauben diesem System nicht. Es ist herausgefunden, dass die Schiedsrichter durch diese Frames einen Spielraum von bis zu 13 Zentimetern haben. Und an diesem dritten Spieltag, über den ich gerade rede, an dem Real Madrid 3 Tore aberkannt wurden, wurde einem Konkurrenten Atletico Madrid ein klares Abseitstor geschenkt. Auch das hat das CTA 2 Wochen später bestätigt. Auch das ändert nichts an der Situation. Wir wissen jetzt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das wussten wir auch schon vorher. Wird Atletico Madrid ein Punkt aberkannt? Nein. Und Real Madrid glaubt auch nicht, dass es Zufall ist, dass ausgerechnet das VAR ausfällt, als der FC Barcelona in Rayo Vallecano eins der schwersten Auswärtsspiele in Spanien hat und seltsamerweise in der 37. Minute Lamine Yamal für eine klare Schwalbe einen Elfmeter bekommt. Das sind alles Zufälle, an die Real Madrid nicht mehr glaubt. Und dann, wie gesagt, kommen wir zum 4. Spieltag. Ich glaube, da brauche ich nicht viel drüber sagen. Die rote Karte an Dienhausen ist ein Skandal. Und das sieht die CTA auch selber so. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Eingestandener Fehler bei Hausen. Rauswurf und Figueroa Vázquez Schneeball. Naja, die Übersetzung ist nicht ganz perfekt. Figueroa Vázquez, der VAR-Schiedsrichter, soll anscheinend in den Kühlschrank, so nennt man das in Spanien, der soll anscheinend jetzt ein paar Spiele nicht mehr im VAR-Raum sitzen dürfen. Der CTA wird das Spiel im Laufe der Woche erklären und es wird Konsequenzen in Form einer Unterbrechung für den Videoschiedsrichter geben, da er Gil Manzano nicht an den Monitor gerufen hat. Franz Soto, der neu ernannte Präsident der Technischen Kommission der Schiedsrichter, hat das Schiedsrichterwesen in Spanien in vielerlei Hinsicht verändert. Zumindest soweit er dazu in der Lage ist. Eine seiner Maximen, die auch vom Präsidenten des Verbandes geteilt wird, lautet, dass die besten Schiedsrichter auf dem Platz stehen sollten. Der Saisonstart mit seinen eklatanten Fehlern trägt nicht gerade dazu bei oder wirft zumindest die Frage auf, wer die Besten sind. Naja, die Spanier garantiert nicht. Die neue CTA hat Maßnahmen eingeführt, die den Schiedsrichtern nicht gefallen. Sie wissen jedoch, dass sie sich gegenüber den Vereinen verpflichtet haben, für Transparenz bei Entscheidungen zu sorgen. Sie wollen wissen, wann sie Fehler gemacht haben und dass Fehler nicht verheimlicht wurden, wie die Pausen zeigen, zu denen einige Schiedsrichter gezwungen wurden. Die Ergebnisse am Samstag in Anoeta mit Hausens Platzverweis ließen gegen 16:30 Uhr die Alarmglocken schrillen. Der Vorfall wird mit ziemlicher Sicherheit im Laufe der Woche aufgeklärt und der Fehler eingestanden. Der Vorfall wird Konsequenzen in Form einer Spielpause haben, insbesondere für Figueroa Vázquez, da er es versäumt hatte, den VAR zu nutzen, um Gil Manzano die Korrektur seines vermeintlichen Fehlers zu ermöglichen. Auch dieser Vorfall wird von der CTA analysiert. Und auch hier sage ich, was bringt uns das? Wir können von Glück reden, dass wir gegen Real Sociedad gewonnen haben. Hätten wir da Punkte verloren, würde uns diese Einsicht auch nichts bringen. Und vor allem, wieso wird der CTA, der VAR-Schiedsrichter, bestraft, aber Gil Manzano nicht? Gil Manzano, der jede Entscheidung, die er gegen Madrid pfeifen konnte, seit Jahren gegen Real Madrid pfeift. Dieser Schiedsrichter, der uns schon einmal 3 Tore in einem Spiel aberkannt hat. Dieser Schiedsrichter, der 3 Elfmeter in einem Spiel gegen uns gepfiffen hat. Dieser Schiedsrichter, der ein Tor von Bellingham aberkannt hat, der während der Ball in den 16er geflogen ist, das Spiel abgepfiffen hat. Dieser Schiedsrichter, der danach das Jahr in Valencia Vini eine rote Karte gegeben hat und dem Torwart, der ihn an den Haaren gezogen hat, nicht. Jede Entscheidung von Gil Manzano seit Jahren läuft gegen Real Madrid. Gil Manzano ist übrigens einer der Schiedsrichter, der unter Negreira seine Karriere gemacht hat. Gil Manzano ist am Samstag, sobald er die Möglichkeit hatte,
im Vollsprint mit einer anormalen Hektik für einen Schiedsrichter zum Tatort gelaufen und hat die rote Karte schon im Laufen aus der Tasche geholt. Er hat nur darauf gewartet, Real Madrid schaden zu können. Also, wenn ein Schiedsrichter in den Kühlschrank gehört, dann ja wohl Gil Manzano. Und ich meine natürlich damit, dass er nicht mehr in der spanischen Liga pfeifen darf. Und die einzigen Konsequenzen, die das CTA zieht, ist nicht, dass Schiedsrichter jetzt 3, 4, 5 Monate nicht mehr pfeifen dürfen oder dass alle Schiedsrichter, die unter der Negreira-Ära ihre Karriere gemacht haben, einfach ihren Platz verlieren. Nein, die Konsequenzen ist, dass der VAR-Schiedsrichter jetzt eine Woche pausieren muss. So what? Was soll das denn bitte ändern? Ja, und da Real Madrid mit diesem ganzen korrupten, dreckigen System, was Woche für Woche die Liga beschmutzt, nicht einverstanden ist, wenden die sich an die FIFA. Meiner Meinung nach ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht genug. Die FIFA weiß doch, was in Spanien abgeht. Es ist doch kein Zufall, dass von 93 Schiedsrichtern, 93, bei der FIFA Club WM nicht ein Spanier dabei war. Jetzt nichts gegen die Länder, aber es gab einen Schiedsrichter aus Usbekistan, aus Syrien, damit man mal sieht, was das bedeutet. Nichts gegen diese Menschen, die sind mit Sicherheit auch super Schiedsrichter. Aber diese Schiedsrichter verdienen nicht mal einen Bruchteil von dem, was die Schiedsrichter in Spanien verdienen, die, ich wiederhole, Vollprofis sind. Schiedsrichter in Spanien haben keinen anderen Beruf wie Schiedsrichter in der Bundesliga. Das sind Vollprofis, die verdienen über 300.000 Euro im Jahr. Und die, laut spanischen CTA, sind das die besten Schiedsrichter der Welt. Aber die FIFA weiß doch, was in Spanien passiert. Also was soll dieses Dossier an die FIFA ändern? Ich bin der Meinung, Real Madrid müsste vor ein öffentliches, vor ein ganz normales Gericht ziehen, mit ihren Fakten, mit ihren Beweisen, mit ihren Indizien, mit den Videos, damit neutrale Richter endlich ein Urteil fällen. So kann es nicht weitergehen. Diese spanische Liga verliert von Woche für Woche an Interesse, verliert Zuschauer, verliert die Lust am Fußball. Und so geht es mir nicht alleine. Ja, das ist die neueste Information von Real Madrid. Ich würde gerne mit euch über andere Themen reden. Fede Valverde hat seinen 150. Sieg als Real Madrid-Spieler, Tchouaméni sein 150. Spiel. Ein Kylian Mbappé hat ein Interview gegeben, vor dem ich mir nur den Hut ziehen kann. Der ist durch und durch der Leader von Real Madrid. Ein Arda Güler entwickelt sich zum absoluten Monster. Ist genau das, was ich vor über einem Jahr schon in diesem Jungen gesehen habe. Ich hoffe auch, dass ich morgen mit euch wieder über Fußball reden kann. Aber die Aktualität von Real Madrid ist, Real Madrid geht zur FIFA. Lasst eure Meinung zu dieser ganzen Situation bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, ein Follow da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und morgen sehen wir uns hoffentlich mit besserer Laune. Morgen ist Spieltag, da kommt der Wettbewerb, der uns Madridistas am meisten freut, zurück, die Champions League. Ein unbefleckter Wettbewerb. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!